Ich habe große Sorge vor dem, was jetzt passiert. Aber vielleicht passiert auch noch gar nichts. Wir schauen mal, was Gav dazu zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, heute stirbt jemand. Well, someone's in a hurry. Schon wieder. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. Als ob das der Grund wäre. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Okay, Daddy. Ich glaube eher, dass Gav nicht mitkommen darf, weil er nicht so überzeugt davon ist, was Sid jetzt für ein Suizidkommando hier fährt. Der Blick von Gav war so, bin nicht einverstanden, aber ich kann dir schlecht vorschreiben, was du tun sollst. Ach, guck mal, da sind wir wieder in Lostwing. Wir wollen heute hier hin. Das ist anscheinend die Hauptstadt und das ist einer der Mutterkristalle. Bisschen sieht das Ding hier auch aus wie so ein Turm von so einem wilden Magier, ne? Dann haben wir hier, das ist glaube ich Barnabas Kristall. Auch einer richtig coolen Hauptstadt. Ich finde die Designs halt wirklich cool. Die Städtedesigns sind so unique. Dass hier ein riesiger Krater ist, ist allerdings schwierig. Das müsste Dalmekia sein. Warum auch immer deren Kristall hier hinten ist. Und das da ist unserer. Das heißt, das hier ist Rosalith. Kann nicht zoomen, ne? Egal. Ach, guck mal, hier sieht man sogar das Trümmerteil. Das hier angeblich von einem Luftschiff stammt. Ich bin so gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe so viele Theorien, mein Gehirn platzt. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? Ach ja, wir gehen heute wahrscheinlich in den Hof, nur dass ihr da schon mal emotional drauf vorbereitet seid. Hier kann ich doch noch nicht hinporten. Hier war ich doch noch nie, oder? Theoretisch könnte ich wohl, aber waren wir da schon? Wir waren doch im Drachenhorst noch nicht, oder? Kinder, heute gehen wir ins Bordell. Ich versuche einfach mal so hinzulaufen. But Ne? how did the grocer know his daughter had been stealing? Tut ihm ja auch ein bisschen gut, wenn er bewegt wird, ab und zu mal. Ich laufe nur, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Nee, warte, hier oben geht's auch raus. Ah, dann kommen wir vielleicht einfach von der Seite. Ja, ich meine, da kann man eine Menge lernen. Also, Bildungsauftrag absolut erfüllt.
Hey, wollt ihr mir euren Chocobo leihen? Is it zufällig? safe to ride to Northreach now? I wouldn't say safe, but at least now it's possible. Okay. Reicht mir als Antwort. Dann schauen wir doch mal, was uns auf dem Sonnenpfad so alles erwartet. Zoom. Na, was haben wir denn da schon wieder? Ich zünd erstmal kurz den Wald ab. Gut. Dass die Arachnes sich von oben auf mich abseilen, finde ich ja nicht so prall, ne? Das möchte ich an dem Punkt nur mal betonen. Tuff, 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 wir fahren in den Puff. So. Torgel, mein Schatz. Bist du gut? Wo ist eigentlich Jill? Ist die nicht mitgekommen? Wieso ist Jill nicht mitgekommen? Ich meine, es hat ja gesagt, dass sich die Gruppenzusammensetzung geändert hat, aber ich dachte nicht, dass wir Jill dabei zurücklassen würden. Okay, ist halt allein. Vielleicht hat er mit wir gehen getrennt hin auch gemeint alle. Alle drei. Also, dass Jill auch getrennt geht von uns. Ich muss auch mal meine Fertigkeiten checken, ne? Ich wollte da ja mal ein bisschen was upgraden. Damit ich nicht nur diese Combo hier machen kann. Aber das hier macht halt auch nicht so viel, wie es könnte. Au. Aber vielleicht können wir das Limit noch erhöhen. Das wäre mir wohl ganz lieb. Sweet. Du willst mir sagen, du hast jetzt hier nichts bewacht oder so. Na also. Als ob hier einfach so ein fetter Drache rumsitzt für nichts und wieder nichts. Greifenzopf. Ist das denn was zum Ausrüsten? Erhöht den Schaden von lodernde Klinge um 7%. Ich glaube, lodernde Klinge habe ich aber nicht. Weiß halt nicht, ob es sich lohnen würde, diese Dinger hier mal auszurüsten. Aber aktuell haben wir Verteidigung plus 10, Angriffswert plus 7 und Wirkung von Heiltränken plus 20%. Das finde ich halt schon nicht so verkehrt eigentlich. Muss ich gerade mal so sagen. Ein YouTube-Link? Was will er mir sagen? Ich benutze Magieladung halt auch zum Beispiel einfach echt nicht genug. Pausenmusik? Oh Gott. Muss ich mir Sorgen machen? Guck mal, jetzt haben wir tatsächlich eine dritte Leiste bekommen. Das gefällt mir. Ich will es auch wissen. Für mich ausgeschlossen. Oh, schon wieder wilde Chocobos. Diesmal laufen sie aber vor mir weg. Klar, was machst du denn? Stolperst du denn hin? Drago nett. Ist auch Drago böse?
Frage für einen Freund. Noch ein Drachen-Avis. Was bewachst du? Na, schubst der kleine Drachenboy. Aber wie schnell man auch die Limitleiste aufladen kann. Die ist jetzt einfach schon wieder voll. So perfekte Parries machen schon ein bisschen Laune. Drachenkralle scheint mir schon ein ganz guter Reward zu sein, aber war das wirklich alles? War das wirklich alles? Fürchte schon, ich sehe keine Kiste. Schade. There. Northreach. Das Gefühl, ich war hier schon mal. Bilde ich mir das nur ein? Das kommt mir alles so vertraut vor. Schleier zu früh. Er ist so jung und so wild. So, jetzt haben wir den Teil aufgedeckt. Ach, guck mal, da ist noch so eine Nook. Erstmal ein bisschen erkunden zum Warmwerden. Ich gebe mir Mühe. Guten Hunger. So viele wilde Chocobos. Mal greifen sie mich immerhin nicht an. Ein Raptor, was? Warum gibt's hier Dinos? Vor allen Dingen sehen die aus, als wären die nackte Chocobos. Was hat's denn damit auf sich? Was hat es denn bitte damit auf sich? Ich habe auch wieder ein bisschen von dem Punkt abgerückt, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, bitte? Aber ihr seht das doch auch, oder? Das so ein bisschen aussehen wie federlose Chocobos. Wow, dass ich das abgegradet habe, hat sich richtig gelohnt. Der macht jetzt insane krassen Damage, der Junge. Hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Was macht ihr denn hier? Ach, die laben sich an einer Gazelle. Ich dachte schon, ich hätte vielleicht eine heimliche Sidequest gefunden, aber nein.
Kann ich etwa da rein? Ich glaube, ich wurde bambuselt. Also ein bisschen. So ein kleines bisschen. Da liegen auch noch mehr so Bullerteile rum, ne? Jorgel kämpft da hinten auch noch mit einem. So, mein Boy, ich helfe dir mal. Okay. Keine großen geheimen Schätze oder Geheimgänge oder so. Aber man muss ja mal nachgesehen haben, ne? Vorher weiß man es ja nicht. Aber ist ja auch mal schön. Ein Mann und sein Wolf, ne? Bin ein bisschen traurig, dass Jill gerade weggegangen ist, aber... Ein Mann und sein Wolf. Allein auf weiter Ebene. Ist ja fast ein bisschen romantisch. Aber nur fast. Die Tage in Valisthea sind übrigens auch super lang, weil sich immer nur in den Cutscenes die Tageszeit so ein bisschen ändert. Der Clive hat echt lange Tage vor sich und hinter sich. The soldiers used to speak of a brothel. But that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Ja. Könnten natürlich auch einfach hier durchlaufen, aber ich glaube, das gibt eventuell Ärger. Grygos Tränen. Okay. Ja, dann suchen wir mal. Madame? It all smells so delightful. Welcome, good... Ah. Bugger off, Branded. Can't you see I'm with a customer? Entschuldigung. Wollt ihr nicht das Geschäft versauen? Give me one of those hams. The Well, biggest. like a plum for the apple of your eye. Keep your hands to yourself. No one will buy anything that's been soured by a Branded's touch. Ja, ist schon ziemlich hart, whites, ales, meads, ciders. dass sie uns einfach als Nicht-Menschen ansehen. Was ich immer noch irgendwie wild finde. Und Sid ja anscheinend auch, weil Sid auch so, wir können Magie wirken, sollten die uns nicht eigentlich worshipen? Stattdessen werden wir als Monster gebrandmarkt. Oh hey, ich habe einen Obelisken gefunden. However do they get that color? Das ist halt so richtig merkwürdig, weil eigentlich sollten wir normale Menschen voll easy overpowern können. Und die Dominants sind ja auch so semi-wertgeschätzte Tools, aber so normale Branded sind für die ja einfach nur so Monstermüll. Oh, da ist sie ja. Have you no other bearers? Those two look rather... used. Used? Yes, but spent? Hardly. They've both at least a good year left in them. Das ist halt so abartig. A
moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Deshalb durfte Jill nicht mitkommen. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but... why would you... Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Clive im Kleid. Unless... Clive im Kleid? Unless, of course, his master deigned to appear. Oh. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Clive im Kleid hätte ich schöner gefunden. So mit einem hübschen Schleier, weißt du, so wie nach Gerudo Town reinschleichen. So. Naja, schätze nicht, schade. Dann versuchen wir das mal. Lady Isabel. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Hey, Jill hat auch schon meinen Meister gespielt, okay? Dieses Roleplay ist mir nicht neu. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Weißt du auch direkt, wer hier Oi, die hold up. Hosen anhat? Another fucking branded. Oh, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Ich mag sie. Doesn't seem like I have much of a choice. Ich mag sie ein bisschen.
ob ich mich wohl umgucken darf. Guck mal, also es ist ganz schön großes Städtchen. Sie ist sehr bodenständig, ja. Wie sie redet, erinnert mich an, I haven't seen you around the Vale of late. Oh, don't tell me wie you've hieß sie grown noch? tired of Die us. andere Summoner-Frau in 10, gegen die man dauernd antreten muss. Bagmene? The markets are a Erstmal ein bisschen umgucken, ne? Lulu? Nein, Lulu kann nicht summonen. Lulu ist ein Black Mage. Aber stimmt, ein bisschen Lulu-Energy hat sie auch. Das stimmt schon. Hotter, you bleeding shit-a-bed bearer! Ich glaube, ich sollte hier nicht rumlaufen, aber die View ist es wert. Nein, nicht Juna. Ich habe doch gesagt Bagmene, nicht Junaleska. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sich Junaleska anhört. Sie kommt ja nur so 10 Minuten vor. So, und jetzt einfach abhauen. Boah, ihr könnt so froh sein, dass ich mich mit Fotomodus echt beherrschen kann, gell? Kann ich einfach so einen Screenshot machen? Sweet. Ist halt leider schon so ein richtig hübsches Spiel. Okay, aber ich will schon wieder... ich will schon wieder Tourismus machen. Ich versuche mich mal zusammenzureißen. Aber geht's in Fall Guys nicht ums Gewinnen? Eine Kristalllieferung. Ja, es ist halt schon echt beeindruckend. Ich frage mich zwar immer noch, wie das Castle nicht einfach in sich zusammenfällt, aber... Magie! Ja, aber so Touristen-Selfies mit dämlichen Gesichtern. Ich weiß gar nicht, ob man mit Clive Selfies machen kann wie mit Link. Das wäre irgendwie witzig. Schicken wir ihn erstmal in den Puff. Fotos machen können wir später And noch. if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Die haben aber echt schöne bunte Kleider an. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Joa. Nun. Die haben einen hübschen Vorgarten. Ja, Teamwork ist nicht für jeden was. Es tut mir leid für ihn und dich. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I began to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Schon wieder ein Siegel. Er ist bald wirklich behangen Proof of gesund. that trust.
And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Pfadfinder. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Okay. Dann suchen wir mal Tatien. I should probably start here. Ja, schon, oder? Aber es ist halt so, ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht integriert haben, aber ich stelle mir halt wirklich vor, wie jetzt so seine ganze Brust nach und nach, wie so ein Pokémon-Trainer. Ash hat ja auch seine Orden quasi in der Innenseite seiner Weste. Und dass Clive jetzt so auf der Brust schon 3 dieser Siegel hat. Und so regelrecht behangen ist wie so ein Weihnachtsbaum. If the Dame has given you her trust, then you have ours as well. No, you are always welcome here at the Vale. Oh, kann man dich auch buchen? Ich weiß schon, warum Sid hierher kommt. Gotta catch 'em all. Aber wirklich. Oh, Sidequests. 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 You wear the Dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatien. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the Dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatien was an orphan, and she looked upon the Dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatien shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Okay. Let's see what her chambermaid can tell us then. Man merkt aber auch richtig, wie unangenehm Clive das ist. Dem ist das richtig unangenehm, hier im Bordell rumzueiern. Das wäre Geralt nicht passiert. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatien. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatien, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatien was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the Dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. Okay. The man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Aber zuerst Sidequests. Aus welchem Final Fantasy kommt Geralt? 5. Mist, ich hätte 6 sagen sollen aus Gründen. Zu spät. Excuse me, you there? The gentleman with the sword? Ja, bitte. I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the Dame's? Oh Gott, Gerold. Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant, though fortunate enough to count the Dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Wenn du weniger geschwollen redest, vielleicht. Ich finde es aber krass, wie viel Macht diese Siegel tatsächlich haben. Why not? Marvelous. The task is simple enough.
pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total: a grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Okay. Dann schauen wir lieber nicht rein. Nicht, dass ein Bomber im Paket ist. Mir einfach um die Ohren fliegt. Das wäre unangenehm. So, das sind die, die ich ausliefern muss. Oh, das ist auch clever. Das heißt, die Ziele sind immer viereckig. Und die neuen sind rund. Das ist clever gemacht. Clever. Guck mal, sieht fast aus wie zu Hause. Sergeant's got it in for us. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. I don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The Dane laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. How about it, Branded? Care to show us how you earned that brooch? I'd rather not. Ich wollte gerade sagen. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are. Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Ich weiß ja nicht, ob wir hier jetzt wirklich Aufmerksamkeit auf uns ziehen sollten, aber ich habe gesagt, ich mache alle Sidequests, also verhauen wir sie. Fine. If it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Auch keine Sorge. Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight. Ich hab vor dir keine Angst. Lass uns tanzen. Leon. Now, let's get the measure of you, shall we? Und jetzt ist er so ein Superboss und haut mir einfach komplett die Hucke voll. If that's what you want. Cocky bastard. All right, let's be having you. Es wäre sehr traurig, aber auch irgendwie witzig, wenn das passieren würde. Guck mal, aber wie schön mit dem Licht. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Use all the dirty tricks you want, Branded. Er hat gesagt, ich darf. All right. So you know one end of a blade from the other. That's enough. The Empire will never fail. Wenn das alles ist, was das Empire drauf hat, sind wir verloren. Willkommen zurück, Dommy. Der war jetzt ziemlich herausfordernd. What the hell are you playing at, Leon? Ah, so it's a real challenge he wants, is it? Jetzt kommt Robin. Fine. Robin to the rescue. Sword up, bearer. Let's have some fun, shall we? Okay. Vor dir habe ich auch keine Angst. Bearer, win the Danes' favor anyway. By knowing when to hold my tongue for a start. You got potential. I'll give you that. Der steht ja nicht mal auf. I'll be damned. Also, sie dürfen es gerne nochmal zu zweit versuchen, aber ich glaube, das würde ihnen auch nicht viel nützen, ne? Pathetic. Schon ein bisschen. Can I go now? Armes Empire. Krieger's gas.
The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bollocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, mein Freund. So richtige Clowns. Die Elite des Kaisers. Ja, Uff. Uff für den Kaiser. The Emperor's finest, thrashed by a branded. Ich hab dein Item gesehen. Ich meine, er hat ja noch Dion, aber das war jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Heard the bones fell favorably. To the Vale, then. Machen wir erstmal das hier. Oh, was ist hier? Tagesablauf. Appell, Morgengebet, Leibesübungen, Schwertübungen an der Holzpuppe, Mittagessen, Bogenschießen, Übungskämpfe in 3 Zweiergruppen, Rüstungspflege und Aufräumen, Appell. Das ist ein voller Tag. Dion macht so 90% seiner Macht aus. 99. I don't know how a bearer came by the moon and stars, but thank goodness I found you. Ja, ich bin Can I trust you to be discreet? About what? About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. Ach so. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Sambraquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. Sambraquois. All right. But what do you want from me? Okay. This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom I could sorely use. Na, da helfen wir doch gerne. Ich meine, Träger füttern? Immer. Fine. What do you need me to do? Kellner Clive is ready. Thank you. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. What food I can provide goes where the need is greatest. And today, that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed, not permitted a moment's rest. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the Dame's girls would be appreciated. You won't be staying then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and have already risked much speaking with you this long. Er ist ein guter. Mal gucken, ob wir den wiedersehen, wenn wir in Oriflamme sind. Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. War Clive wieder ein bisschen übereifrig. Yay, sandwiches! Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! Looks like now's not the time. Na toll. Vielleicht hat der mehr Zeit. Wir hatten auch Sandwiches heute. Sandwich Maker einfach beste.
You look like you need a rest. Trocknet der die Wäsche? Mit Magie? Ist das wirklich nötig? Komm schon, die könnten diese Ressource ja wohl auch ein bisschen sinnvoller einsetzen als zum Wäschetrocknen. Geht schnell, ist lecker. Not half as much as I need this. Thank you. I don't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this Oh bad? nein, sein Arm, guck mal, It sein was rechter worse before Arm. the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. Das Traurige ist, das ist dem Planeten ja egal, weil er macht sich ja selber kaputt. Er verbraucht ja nur seinen eigenen Äther. Wobei die Sache natürlich ist, je nachdem, wenn es wie in Final Fantasy VII ist, dass es quasi einen Livestream gibt, in denen die Seelen immer wieder reingehen, aber die Bearer, die aufgezuzelt sind, nicht, dann wird der Livestream natürlich auch immer schwächer. Also vielleicht fällt es dann doch negativ auf den Planeten zurück am Ende des Tages. Wir machen da immer noch Quatsch. It's not been half a moon since Belen was still. Ich glaube, die hier ist von der anderen Quest, oder? I have something for you. Ne, doch nicht. Die benutzen ihre Bearer auch so mega seltsam. From the Chamberlain. Thank you. Ich meine, hat die gerade das Feuer mit Feuermagie angefeuert? Now. Please. Branded! Who told you to rest? Stoke those damn flames! And you! If you've got a message for me, out with it. If not, return to your post. Sie ist halt auch schon halb versteinert. Ein Arm, ein Bein. Das ist halt richtig brutal, Mann. Dass sie denen so wortwörtlich die Lebenskraft aussaugen. That's the day done then. Drinks. Ich frag mich, ob man das wieder umkehren kann. Mit einer Goldnadel. Nee, keine Ahnung. You there! Fancy a drop of spices from the far Fresh fish! All from the What did you say was in sea his price again? animal. I warn you now. I don't sell to your kind. Whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Ja, wahrscheinlich Etienne nicht. sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right. Quickly now, before the guards notice. Nimm das Päckchen. Ich will gar nicht wissen, was drin ist. Nicht, dass hier wieder Köpfe verschickt werden. That is no burden off my back. And this is for Etienne. All this for a drink. Not just any drink. The very best. Specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right? If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Es ist auch süß, wie Clive so ein bisschen die echte Welt jetzt hier so kennenlernt. Erst ist er super behütet aufgewachsen und dann war da ja nicht mehr so viel in seiner Gefangenschaft. Also Klein Clive entdeckt die I have Welt. no business with Brandon. Ja, ja. Well, I have business with you. A package. Fresh from the master's table. I do not know you. Where is the merchant, Etienne? Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. This is lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false... I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Die sind ganz schön rude.
Those cigars are worth more than your life. Do be careful. Die sind richtig rude. You say these are all... There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. Shoot. I have a delivery from Etienne. Fresh from the master's table. Ich frage mich ja auch, wie die Ratio ist zwischen normalen Menschen und Branded. Weil ich meine, Domini gibt's ja nur 8. Aber so, es muss ja eigentlich mehr normale Menschen geben als Branded, aber man sieht so super viele Branded die ganze Zeit. Vielleicht gibt's auch mehr Branded und sie sind einfach nur mega unterjocht. Times are hard. But this here'll make them less so. For a while at least. Sorry about the welcome. I meant nothing by it. You wait right here. Weil ich mir halt auch gerade so denke, die können ja ohne Kristalle Magie einsetzen. Wenn die einfach den Leuten ihre Kristalle verstecken und sie dann anzünden, sollen sie machen. You can tell Etienne I'm a man of my word. So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Das hätten sie sich nicht 100 Jahre lang, Oriflamme's finest. hunderte Jahre lang Just as promised. unterjochen lassen. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. Aber wieso genau lassen sie sich das gefallen? Wo ist der große Catch? Weil ich meine, ja, die anderen können mit Kristallen ja theoretisch auch Magie einsetzen. Aber wenn sie ihren Kristall gerade nicht zur Hand haben, kann ich immer noch nicht füttern, oder? Enough! Curse you! Get away from me! Ich meine, es ist halt die Frage, ob sie alle Magie benutzen So können. work faster next time if you know what's good for you! Oder ob er jetzt zum Beispiel nur heilen kann. Und ein anderer kann nur Eismagie und der nächste kann nur Feuer. Aber da könnte man sich bestimmt auch It zusammenschließen. looks like you need it. The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? They'll wait. As will my hunger. Thank you, though. Weil die behandeln die ja wirklich schlechter als Vieh. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. Clive und ich teilen eine Gehirnzelle. Heard the bones fell favorably. To the Vale, then, is it? What do you think? Apropos Vale. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. Die On durchgebrannt account sind. of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. It's not been half a moon since Bellen's tour. Ja, einfach dem Soldaten einen Riegel vorschieben und sagen, du, Madame, der darf nicht mehr in den Puff. Einfach nur mal so einen Monat nicht. Was meinst du, was dann los ist? Ah, you have returned. Was meinst du, was I dann believe los these are ist? yours. Zigarrenschachtel. Eieiei. Also richtig edel. Das sind ja so übelst krasse Luxusgüter. Wahnsinn. Etienne, mein Lieber, was ist da los? Delightful. The dame will be pleased.
You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Ach so. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. Ist auch so eine Sache, die mir ein bisschen zu denken gibt. Also sie tragen von den Mother Crystals diese kleinen Kristalle ab, um sie in Umlauf zu bringen. Die gehen aber irgendwann ja anscheinend auch leer. Aber der Mutterkristall wächst ja, glaube ich, nicht nach. Also irgendwann ist der ja dann auch weg. Also. Das ist auch so eine Sache. All right. Are you here for business or pleasure? Both. Business, though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. Gott, ist das ihm so unangenehm. Ja, true. Ist natürlich richtig, dass wir das auch ein bisschen so machen. Aber mit den Mother Crystals haben wir von Sid ja gehört, es ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn die tatsächlich für die Blight verantwortlich sind, wäre es ja eigentlich gut, wenn sie nicht mehr da wären. Wir wollen sie ja auch gerade kaputt machen. Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch so ein Puzzlestück. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Ich muss weg. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. Vitamin B in the game. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Es ist halt literally Vitamin B.
The Game. So läuft das übrigens auch im echten Leben, wenn ihr nur die richtigen Kontakte habt. Magisch. Final Fantasy B12. Halt wirklich. So, wo war denn der Ausgang? Da. Können wir ja doch ein bisschen erkunden. Sieh mal an. Noch mehr Sidequests. Oh Gott, tödliches Spiel. Klingt nach einer sehr aufregenden Geschichte. Das heißt, hier ist Moors. Gehen wir erstmal hier gucken. Schön alles erkunden. Einfach jeden Winkel umdrehen. Hallo. Ein bisschen benutzen. Vielleicht auch nicht so klug, die so vor den Toren ihrer Stadt abzumeucheln, aber hat keiner gesehen. Ihr verratet mich doch nicht, oder? Endlich ein gutes FF12. 12 ist nicht schlecht, nur langweilig. Nein, ist es eigentlich auch nicht, aber repetitiv ist vielleicht eine ganz gute Umschreibung für 12. What are you playing at, Brandon? Stay down. Ich weiß, ich sag ja, es gibt für jedes Final Fantasy jemanden, der es liebt. Und das ist auch gut so. Vielleicht muss ich es auch einfach nochmal durch die Linse eines Erwachsenen spielen. Aber der ganze Politikkram war mir damals echt zu viel. You're not welcome here. Ja, können wir den Magier bitte? Referieren. Zack. No reinforcements. Wie viele sind denn in diesem Turm drin, sag mal? So, lassen wir mal Ifrit raus. Das ist halt schon cool. Was das? Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das gelohnt hat. Ja, ich darf nicht rein. Das ist aber frech. Da wären doch bestimmt ganz viele Schätze drin gewesen, wenn ich aus Final Fantasy 3 eines gelernt habe, dann dass Türme immer viele Schätze bergen. Schade. Schätze, man kann nicht immer gewinnen. Verhauen wir ein paar Drachen. Uiuiui. Greif. Zeig ihm, dass du auch Feuer speien kannst. Erstmal meinen Doggo draufhetzen. Give me fire. Bam.
Er wollte? Achso. Machen wir das doch mal so. Ein bisschen die KP auffrischen. So gesehen ist Clive jetzt voll das Perpetuum mobile. Nein, Frames! Frames, no! Internet, kannst du bitte nicht gerade? Woman! Stop whatever you're doing. Da ist einfach das Internet am Mobben. Na klar. Setze ich mich einmal hier früh hin, um viel zu schaffen, und dann sagt das Internet so nein. Hör mal auf jetzt, wir spielen. Komm schon. Ja, es geht immer weiter runter. Was ist denn da los? Was ist denn um 19:53 Uhr, dass das Internet zum Rotieren bringt? Hör mal. Es waren einfach 4000 Frames. Okay. Ich behalte es mal im Auge. Scheint sich beruhigt zu haben, aber das war weird. Was erst auf 2000 gedroppt ist und dann auf 11.000. Super weird. Das hatten wir jetzt auch lange nicht mehr. Hey, da ist wieder so ein abgebrochener Stein. Deutsches Internet, am I right? Aber den kann ich auch nicht anfassen. Ich frage mich, ob das später mal Portpunkte für irgendwas werden. Ich weiß zwar nicht für was. Aber ich kann nichts damit machen. Vielleicht hätte ich Jill dafür gebraucht. Vielleicht ist hier Shivas Gate, wer weiß das schon. Aber gut. Mann, ich wünschte, ich hätte einen Chocobo. Weil die Musik hier so merkwürdig ist. Meinst du, der Chocobo bringt wieder sein Theme mit und wir dürfen dann zum Chocobo-Theme grooven, wenn wir darauf reiten? Weil der aktuelle Soundtrack ist ja eher so schwierig. Es ist mehr so ein Wummern. Dann wiederum war der Soundtrack bis hierhin 100% Fire. Vielleicht muss der einfach mal... Vielleicht muss der Sokan in der Playstation einfach mal 5 Minuten Pause machen. Kann ich ihm jetzt nicht verübeln. Upsa. Wollen wir da runter? Ich glaube, wir müssen da runter. Ach, warte. Sind wir... Ah, verstehe. Fallschaden? Kein Fallschaden. Sehr gut. Kein Fallschaden habe ich immer gern. So, Kenneth kurz auf Klo. Ich meine, was ist das? Dieses... Das ist so... Building Suspense. Nur passiert nichts. Weißt du, wie ich meine? Da kommt schon die Polizei und sucht den verlorenen Soundtrack. Meinst du, das ist ein Bug? Das wäre traurig. Hey, da ist wieder so ein bunter Chocobo. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Ob überhaupt irgendwas. Ist das nicht Schrapp, Schrapp, Schrapp? Hey, diskriminier nicht mein Schrapp, Schrapp, Schrapp. Jeder braucht ein bisschen Schrapp, Schrapp, Schrapp in seinem Leben.
Das müssen wir halt eigentlich die Tage auch mal weiterspielen. Aber ich bin leider ehrlich. Ist das auch ein Mother Crystal? Ich bin ein bisschen zu sehr hier dran festgesuchtet. Und das Ding ist, mir macht Final Fantasy 3 auch total Spaß, ja. Das ist es nicht mal. Aber ich möchte gerade mein ganzes Leben nach diesem Spiel ausrichten. Okay, ich sehe schon, ihr seid auch auf dem 16 Zug. Das ist gut. Das ist gut. Aber wer könnte zu Clive auch schon Nein sagen? Und ich meine, wenn der Punkt kommt, an dem das Spiel dann bestimmt, weil das Internet hat es gesagt, richtig kacki wird, dann können wir ja immer noch wieder zurückswitchen. Au. Nicht treten. Ich hab das nicht gesagt, das Internet war's. Ich liebe bisher alles an diesem Spiel. Okay, bis auf eine Sache. Aber Clive und Jill und Sid und Torgal. What's not to love? Except for Spoodies. Aber gut, damit müssen wir halt leben. Einen Haken musste das Spiel haben. Wenn es nur das ist, kann ich damit umgehen. Na, was bewacht ihr hier Schönes? Wait, you're not one of us. Wie viel Reinforcements in diesen Türmen immer drin sind. Das ist wild. Good job, Torgal. Good job. Mach doch gar nichts. Chat, mach ich irgendwas? Ich mach nichts. Nicht, was der Mann meint. Ich räume doch nur ein bisschen auf. Hong Kong für 16. Nice. Ich weiß ja auch, dass ich gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass das hier für mich Zelda als Game of the Year toppen kann. Aber eventuell muss ich diesen Gedankengang nochmal überdenken. Je nachdem, was hier noch so passiert. Aber die Frage ist, freust du dich auf 7 immer noch mehr? Ich freue mich immer noch sehr auf 7, ja. Aber mehr? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das hier kann ich gerade spielen. Auf 7 Rebirth muss ich noch 8 Monate warten. Wird ein Dämon vernichtet, kehrt seine Seele zurück in die dunkle Welt, aus der sie gekommen ist, bis sie wieder heraufbeschworen wird, um in einen neuen Wirt zu fahren. Das Zähmen eines Dämons ist daher weitaus wirkungsvoller, um seinen bösen Einfluss im Diesseits im Zaum zu halten. Diese Schärpe lockt Kreaturen der Finsternis an, um sie darin gefangen zu nehmen, wodurch ein Teil ihrer Macht vom Träger genutzt werden kann. Say what? Das ist ja richtig wild. Das ist die Attacke, die ich gar nicht mehr habe. Okay. Mein Hype auf 7 Rebirth ist schon noch da. Aber wie gesagt, das hier kann ich gerade spielen und richtig hart feiern die ganze Zeit. 7 Rebirth ist so weit weg. So unendlich weit weg. Mano. Stay down.
Man soll ja auch das wertschätzen, was man gerade hat. Nicht wahr? So ein riesiges Feld und so viele Chocobos, Mann. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? Viele. Deswegen muss es eigentlich mehr Bearer geben als normale Menschen, weil meistens hat ja so eine wohlhabende Person mehrere Sklaven. Go on, back to the pen. Fit for the morrow's harvest. Habt ihr Loot, das man klauen könnte, zufällig? Schau dir diese riesigen Felder an und die sagen, die verhungern. Weiß ich jetzt nicht. Das sieht mir wie eine Menge Korn aus. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Plains vor Yulmore. Ja, ich wünschte, ich hätte Gisarkraut, dann könnte ich mir einfach so ein Chocobo mitnehmen. Ja, zum Glück ist Clive ja ganz gut zu Fuß. Zum Glück. Glück mit K. Let's make this quick. Ganz ehrlich, wieso sollte ich auf Ifrit switchen, wenn ich mit Phoenix das hier kann? Das macht gar keinen Sinn. Ah, ich habe noch eine Sidequest gefunden. Richtiger Sidequest heute Abend, ich lieb's. You, branded, here now. Warte, ich muss kurz. So jetzt aber. You're late. What kept you? Late for what? Did they tell you nothing? A wild beast is savaging my boy. Ach so? Well, don't just stand there gawping. Rescue him. Ein paar Details wären hilfreich, aber okay. All right. Where is he? My, I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go, and see that you kill the beast. Okay. Tödliches Spiel, aber hoffentlich nicht für mich. Die andere Quest ist halt sehr nah hier am Punkt. Ich versuche sie aber mal trotzdem noch zu holen. For someone whose son's in mortal danger, he didn't seem all that worried. Clive, bitte. Something's not right here. I need to be careful. Oh Gott, meinst du, es ist eine Falle? Werden wir hier immer sympathischer? Nicht. Had another branded drop in the field yesterday. How do they expect us to finish the harvest when the ones the capital sends us are already half stone? Ich finde das auch so geil, wie die das überhaupt nicht tangiert, dass um sie rum Menschen, ich meine, die sehen ja bis auf das Branding exakt gleich aus. Deswegen ist der Typ von gestern ja auch damit durchgekommen, weil der nicht gebrandmarkt wurde, dass er ein normaler Mensch ist. Und die sehen zu, wie im Prinzip normale Menschen um sie rum versteinern und sterben. Und es ist ihnen einfach scheißegal. Das ist so krass. Have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores. But she hasn't come back yet. Ist sie ein Hahn? I think she's lost. Please, can you help me look for her? Ein Hase? I can't promise I'll find her, but I'll try. Ach, ein Hund. Describe her to me. She's beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm sad. Doch kein Hund. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. Ich hoffe, sie redet nicht von einem Branded. Let's not keep her waiting. Klingt jetzt erstmal so wie ein Hase. That's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. Mein weiße Haare ist jetzt nicht so die krasse Beschreibung. Entschuldigung, hast du was mit weißen Haaren gesehen? You work these fields? I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh?
You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet. Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. Ist das eine That Katze? girl's old enough to know she should tie her pet up when she's finished playing with it. The windmill. Off with you now. I won't have idle branded underfoot. Es ist kein Hund, aber eine Flohschleuder und hat weißes Fell. Katze? Torgel, such! Chloe? Weil es nicht weiß. Irgendwas stimmt hier nicht. More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Is that Oh nein. someone napping on the job? Also doch ein Branded? I hope they don't mind the interruption. Die sieht ehrlich gesagt nicht mehr so lebendig aus. Oh, weißt du, woran mich das auch erinnert? Sündenvertilger? Anyone? The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Ja, die anderen Chloes. Giving another bearer her name won't change that. Snowball 1, No, 2, 3. don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. Dad said bearers don't have parents. Tja. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Das ist halt echt so krass. Für die sind Bearer halt nichts mehr als ein Föhn. Wenn er kaputt geht, kaufst du dir halt einen neuen. Ich glaube, Clives Ansprache hat bei ihr jetzt tatsächlich so ein bisschen was wachgerüttelt, aber für all die anderen sind die halt wirklich wie so Gebrauchsgegenstände. Und wenn die kaputt gehen, kaufen sie sich halt neue. Das ist so krass. I'm so sorry, Chloe. Und dadurch, dass sie sich halt optisch wirklich im Prinzip nur durch das Branding von allen anderen unterscheiden, ist es halt so krass, dass sie da so skrupellos sind. Wenn die jetzt irgendwie mutiert wären oder 3 Köpfe hätten oder so, würde ich es ja noch mehr verstehen. Not if I can help it. Aber das ist halt so krass. Das ist halt einfach dieses kleine Tattoo. Stay back. I'll deal with this. So einen Einfluss auf die alle hat. Und dass diese brainwashed sind. Dass die das selber gar nicht mehr realisieren, wie krank das eigentlich ist, was die da machen. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Oops. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Ja, Having fun. Richtiger Fun Place. Why are you still speaking? Father will hear of this.
Ich meine, die Kinder können halt nichts dafür, die werden halt so erzogen. Ah, dann wiederum wurden die Erwachsenen auch so erzogen von ihren Eltern, wenn das schon mehrere 100 Jahre so geht. Das ist halt richtig grausam. Richtig grausam und abartig. Das ist schon so eine richtig verdrehte Welt, Mann. Angst, Potter. Aber das Ding ist, Rosaria hat ja diese normalen Werte. Clive ist ja mit relativ normalen Werten aufgewachsen. Ich meine, klar, die hatten natürlich auch Branded als Sklaven und so, aber die haben die ja gut behandelt. Come here this instant. Und alle anderen sind einfach so total durch. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet and then have the gall to return, head held high. Die sind so komplett verblendet einfach. Wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the Branded I bought. Richtiger kleiner Malfoy. How dare you deceive me? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. Mein erbärmlicher Besitzer ist Madame. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich will Madame eigentlich da jetzt nicht mit reinziehen, aber der erbärmliche Besitzer bin ich, kann ich ja eigentlich auch nicht sagen, oder? Ich glaube, wir sind zu weit weg vom Schleier, als dass Madames Name hier noch viel Gewicht hätte. Zieh sie mal lieber nicht mit rein. Ich meine, Clive macht ja auch sein eigenes Ding, ne? Das wird ihn aber, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, wenn ich ihm das sage. Wenn ich ihm sage, du, ich bin Branded, aber ich bin mein eigener Herr, kriegt er direkt einen Herzinfarkt, pass auf. Watch it happen. That unlucky wretch would be me. I'm my own master. I'm beholden to no one. And I take orders from no one. Lies! Do you think I cannot see that brand on your face? Shut your mouth and listen. Those bearers you killed, they were people. They felt fear and pain, just as you do. And unless you wish to share in their suffering, you would do well to remember we are not your playthings. Father, he's scaring me. Gut. How dare you threaten us? How dare you? Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head clean off his shoulders. Father of the Year Award. Aber ich krieg hier schon harte Yulmore Energy, gell? Sind schon dieselben Vibes. I'm wasting my time. Ja, ich glaube auch. But I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. Die Sidequests sind aber halt auch so gut, die sind so interessant. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? Ich würde das hier jetzt nicht verpassen wollen, weil das addet einfach so viel. Das füllt die Welt so schön aus. Und zeigt halt einfach, wie krank das alles hier ist. Und dass die alle echt den Bezug zur Realität verloren haben. More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. I'm in her service, like yourself. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly.
Let's put them to rest. Ich meine, es gibt ja in jeder Stadt mindestens eine Person, also sei es jetzt Madame oder Martha oder so, ne, die ja aus diesem Kreislauf auch so ein bisschen auszubrechen versuchen, aber die halt einfach nicht gegen das große Ganze ankommen und halt nur versuchen, ihren Teil beizutragen, immerhin. Also es ist May schon their burden finally be lifted. eine Grundlage da, auf der man I aufbauen take it könnte. you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. Das ging schnell. Karma. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, he's gonna tear your throat out eventually. Außer Same Torge. with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. Aber ich bin so gespannt, ob wir so eine Revolution mal noch sehen werden, wenn sie das schon so Take it. anteasern. You never know. Our paths may cross again. Die Sidequests Till sind then. so interessant gemacht, Mann. Das fühlt sich halt genauso wichtig an wie Main Quest und sowas liebe ich halt. Das war halt jetzt mal richtig cool. Richtig wichtig. Oh, Clive. Was für ein Elend, Mann. Bin so gespannt, wie wir diesen Kreislauf durchbrechen wollen.